Hallo Leute, heute geht es weiter mit ein paar Cajon Basics. Schön, dass ihr bei Happy Drums reinschaut. Ja, dafür habe ich euch mal hier so eine Notiz gemacht. Einmal eine parallele Handsatzvariation und einmal eine von Hand zu Hand. Wir fangen an mit der Parallel. Da spielt dann die rechte Hand, in meinem Fall, die Tippschläge in einem durch. 4/4-Takt, 8 Achtel quasi, also 1 und 2 und 3 und 4 und so weiter. Und dann mit der linken Hand einmal einen Bass auf die 1 und dann ab der Zählzeit 2, 2 und dann 3 und, also im Offbeat, ne, also 3 und dann auf der 4 nochmal ein Ton und das kombiniert mit beiden Händen, also ich zähle mal an, 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1. Ja, mal ohne Gezähle. Ja, schaut nochmal. Das war jetzt die parallele Spielweise, also das, was mit der roten Zählzeit einnotiert ist. Ja, dann Hand zu Hand oder gerne auch Hand to Hand, im Englischen ausgesprochen. Und hier entfallen natürlich dann ein paar Tippschläge, natürlich genau da, wo, sage ich mal, Bass und der Snare-Ton vorkommt. In meinem Fall spiele ich das jetzt von Hand zu Hand, rechts, links. Wer will, kann natürlich auch links, rechts spielen. Also, ich führe mit der rechten Hand. So vom Drumset, zum Beispiel bei Fills und so, bin ich das so gewohnt, mit der rechten Hand zu führen. Das passt ganz gut. Aber ich bin ja nicht das Maß aller Dinge. Wenn ihr meint, andersrum ist gut für euch, dann macht das. Also, Hand to Hand, Handsatz rechts, links. 1 und 2 und 3 und 4 und 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 ohne Gezähle. Ja, das ist der Unterschied bei diesen verschiedenen Handsatzmethoden. Also einmal diese parallele Geschichte und einmal diese Hand-zu-Hand-Geschichte. Okay? Ich spiele sie vielleicht nochmal im Wechsel. Einmal parallel, einmal Hand zu Hand. Parallel. Hand zu Hand. Mal ein bisschen flotter, Hand zu Hand. Das ist nämlich auch noch ein ganz wichtiger Vorteil von der Hand-zu-Hand-Spielweise, weil die Energie natürlich gleichmäßig verteilt ist und man nicht mit einer Hand, ne, dann wird es dann ein bisschen schludrig. Klar, je nachdem, wie fit man selbst ist und trainiert ist. Ja, ich hoffe, das bringt euch ein Stück weiter, um zu schauen, wie ihr eure Rhythmen umsetzen könnt. Wer keine Ideen hat, was für Rhythmen, ich kann nur wieder auf die Easy Cajon Grooves verweisen. Das sind ein paar einfache Variationen, die wunderbar mit diesen Methoden funktionieren. Und natürlich alles andere, was euch über den Weg läuft oder wo auch immer findet. Ja? Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst. Euer Bruno von Happy Drums. Ciao!